Hey, ich bekomme immer mal wieder Kommentare, die so in die Richtung gehen, hey, wieso packst du dich eigentlich in so Schubladen und benutzt 1000 Labels und ist das überhaupt notwendig? Wieso engst du dich so ein und sind wir nicht weiter als das? Schubladen sind doch schlecht, können wir das nicht mal langsam überwinden? Wir sind am Ende alle nur Menschen, so in die Richtung. Und dem letzten Punkt würde ich zustimmen, ja, wir sind nur Menschen am Ende. Trotzdem finde ich es ganz wichtig zu benennen, wieso es für manche Menschen aus der LGBTQIA+-Community wichtig ist, Labels zu benutzen und sich anzueignen. Und wieso es durchaus Sinn ergeben kann, das zu tun. Also geht es heute um Labels und um Schubladen. Labels, ob sie sich jetzt auf ein soziales Geschlecht beziehen oder auf verschiedene Begehrensarten, können aber helfen, Sprache bzw. die Konstrukte, die dahinter stehen, umzugestalten. Für einige Menschen in der LGBTQIA+-Community können Labels bedeuten, Handlungsmacht zurückzugewinnen über ihre eigenen Identitäten, die von außen hin oft gesilenced werden, unsichtbar gemacht werden oder schlichtweg pathologisiert werden. Wenn du dich selbst irgendwo verortest in dem Bereich LGBTQIA+ und merkst, dass diese Schubladen-Labels dich einschränken oder stressen oder halt irgendwie einengen oder du sie einfach nicht brauchst, dann ist es vollkommen okay, keine zu verwenden. Absolut. Problematisch wird es meiner Meinung nach an dem Punkt, an dem LGBTQIA+-Personen Labels haben wollen, aus verschiedenen Gründen, und die von außen abgesprochen werden. Von außen, das meint zum Beispiel von Menschen, die Privilegien haben im Bereich Cisgender, die sich also mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, identifizieren können, oder die heterosexuelle Privilegien haben. Wenn diese Menschen sagen, hey, du stresst dich doch total und lass doch diese ganzen Dinge einfach fallen, das ist doch einfach nur eine Schublade und wir sind doch viel weiter, dann ignoriert das eine Struktur, die immer noch diskriminierend ist. Also Diskriminierungen, die immer noch stattfinden, und Strukturen wie Silencing oder Othering oder eben diese Pathologisierung. Aber bestimmte Labels zu benutzen kann eben auch bedeuten, zu bestimmten Communities zu finden und da einen sichereren Ort zu finden und eine Sichtbarkeit. Es haben schon einige Menschen darüber diskutiert, ob ich nicht zu viele Labels für mich selbst benutze. Aber ehrlich gesagt geht es am Ende nur mich etwas an, was ich benutzen möchte und was nicht und wieso ich mir Gedanken mache über bestimmte Labels und ob jetzt Gender Fluid oder Non-Binary besser zu mir passt oder so. Das sind Kämpfe, die tiefer sind als das, was ich hier zeige. Und nichts, was irgendeine andere Person als mich selber angeht, denke ich. Und solange es mir dabei gut geht, verwende ich diese Labels, und solange ich darüber Communities finden kann, in denen ich mich gesehen fühle und sicher fühle, erfüllen sie für mich einen großartigen Zweck. Nicht alle Menschen, die sich als außerhalb der Binarität von Mann und Frau erleben, identifizieren sich auch als Non-Binary. Und nicht alle Non-Binary-Personen identifizieren sich auch automatisch als Non-Binary Trans, obwohl der Trans-Begriff beides zulässt. Also eine Form von binärem Transsein und eine Form von nicht-binärem Transsein. Das geschieht aus ganz verschiedenen Gründen und alles davon ist in jeder Facette in Ordnung. Es gibt ganz verschiedene Gründe, aus denen Menschen der LGBTQIA-Community Labels benutzen und wieder sich aneignen. Das kann Sichtbarkeit sein, das kann eine Community-Bildung sein, dass du merkst, hey, ich bin nicht alleine. Das kann total wichtig sein und für manche ist das lebensrettend. Und es kann die Funktion haben, gesellschaftliche Normierungen aufzubrechen. Also aufzubrechen, dass es angeblich nur 2 Geschlechter gäbe. Aufzubrechen, dass es nur heterosexuelle Menschen gibt. Aufzubrechen, dass es nur heterosexuelle, bisexuelle und homosexuelle Menschen gibt. Und das kann sehr, sehr wichtig sein und politisch wichtig und eben als ersten Schritt durch Sprache, durch Labels, Schubladen geschehen. Und dann weitergehen und sich hoffentlich irgendwann in der Gesellschaft festsetzen und Diskriminierungen abbauen. Gerade habe ich schon erzählt, dass ich manchmal Kommentare bekomme aus der Richtung, wieso verwendest du überhaupt Labels? Wieso engst du dich so ein mit irgendwelchen Schubladen? Haben wir das nicht alles eigentlich schon längst überwunden und wir sind doch eigentlich nur Menschen? Und dem allerletzten Punkt, dass wir nur Menschen sind, stimme ich total zu, dem Rest nicht. Also wie gesagt, es ist total okay, wenn Menschen gar keine Labels für sich verwenden wollen. Das ist wirklich okay. Es ist aber trotzdem wichtig, Dinge zu benennen. Wenn wir Diskriminierung abbauen wollen und Silencing und Pathologisierung, dann ist es wichtig, nicht nur Cisgender zum Beispiel zu benennen, sondern eben auch Cis- und Transpersonen. Und auch nicht nur Cis- und binäre Transpersonen, sondern auch nicht-binäre Transpersonen und Menschen, die sich als Non-Binary identifizieren, aber nicht als Trans, und Menschen, die sich als Agender identifizieren. Und es ist wichtig, dass wir begreifen, dass es eben nicht nur Heterosexualität gibt und das und das mehr okay ist als nur Heterosexualität und nicht pathologisiert werden darf.
Und dass es mehr gibt als Heterosexualität, Bisexualität und Homosexualität, nämlich auch noch zusätzlich ganz andere Formen von Sexualität, dass Menschen sich als queer bezeichnen oder als pansexuell oder als asexuell und viele Dinge mehr. Und diese verschiedenen Labels haben ganz verschiedene Funktionen, die verschiedene Konstruktionen, die wir haben für unser Begehren, die sexuelle Orientierung oder eben auch das soziale Geschlecht, um das aufzudecken und zu demaskieren und zu verändern. In der Hoffnung, dass es irgendwann ein bisschen weniger Diskriminierung gibt. Das ist der Plan. Und wir sind längst nicht so weit, dass wir sagen können, das ist doch alles okay, wir brauchen das gar nicht mehr. Ich wäre, glaube ich, sehr glücklich, wenn wir das alles nicht mehr bräuchten. Aber bis wir bei diesem Punkt sind, und wir sind weit entfernt davon, finde ich Labels durchaus sinnvoll zu verwenden. Ich bin gar nicht in der Lage, für alle nicht-binären Menschen zu sprechen, aber wenn ich mich identifiziere als non-binary oder auch als non-binary trans, dann erlebe ich das überhaupt nicht als eine einengende Schublade, sondern ganz im Gegenteil als ganz viele Schubladen, die aufspringen und die entdeckt werden wollen. Und etwas, was mir keinen Raum nimmt, sondern sehr, sehr viel Raum einfach schenkt. Innerhalb dieser riesigen Kommode gibt es Räume, viele Räume, die weit sind und die dazu führen, dass wir uns sicherer und gesehener und ein bisschen normaler fühlen. Was heißt denn normal in so einer Konstruktion von Binarität? Ja, aber in denen wir uns sicherer fühlen. Von Agender über Genderqueer, über Genderfluid, über Pangender und ganz, ganz viele Möglichkeiten mehr, sich zu identifizieren. Und das sind Nuancen und es macht Spaß und es ist durchaus sinnvoll, diese Nuancen zu entdecken. Als außenstehende Person einer marginalisierten Gruppe das Recht abzusprechen, eigene Labels zu finden, wieder zu claimen, ist sehr, sehr problematisch und ignoriert den Umstand, dass sowas wie Gender, einer Genderbinarität sehr normativ ist oder dass Heterosexualität sehr normativ ist und wir eben lange nicht an dem Punkt sind, in dem das total okay ist alles, sondern dass es immer noch Diskriminierungen gibt. Ich finde es fantastisch, wenn es solche Konstrukte wie Gender nicht geben würde, schon gar nicht ein Konstrukt einer Genderbinarität. Aber an dem Punkt sind wir nicht. Und obwohl es ein Konstrukt ist, heißt es eben nicht, dass die Auswirkungen, die dieses Konstrukt mit sich hat, in irgendeiner Form weniger wahr wäre oder real oder irgendwie verschwinden würde. Wir sind nicht an dem Punkt, an dem wir einfach sagen können, das ist ja alles egal, wenn wir uns nicht damit befasst haben, was unsere diskriminierenden Strukturen in der Gesellschaft sind und wann Silencing aus welchen Gründen geschieht, wo Herrschaftsstrategien eingesetzt werden, wo Dinge reproduziert werden. Differenzierte, selbstgewählte Schubladen können dazu führen, dass Räume entstehen, Menschen sich mit Menschen, denen es ähnlich geht, verknüpfen können. Und manchmal sind diese Schubladen überlebenswichtig. Schubladen, die von außen hin einfach so zugeknallt werden, mit Worten wie, wir sind doch alle nur Menschen oder entspann dich doch mal, wieso musst du dich so wichtig machen, bist du jetzt auch was Besonderes, läufst du auch wieder einem Trend hinterher, sind sehr gewaltvoll und, ich versuche das so vorsichtig zu formulieren, wie es irgendwie geht, nicht sonderlich konstruktiv und auch nicht sonderlich empathisch. Kurz, du brauchst keine Labels? Ja, dann lass sie fallen, das ist doch total okay. Aber es ist wichtig zu respektieren, dass es Menschen gibt, die Wert daran finden, bestimmte Labels zu benutzen, die damit gesellschaftliche Strukturen verändern wollen, die damit Sichtbarkeit herstellen wollen, die damit Communities finden wollen und die dadurch das Gefühl erleben, dass sie okay sind, so wie sie sind. Das war das letzte Video in dieser Videowoche und ich hatte unglaublich viel Spaß dabei, das zu konzipieren und freue mich über euer Feedback in den Kommentaren. Wenn ihr wollt, schaut doch gerne mal in der Infobox vorbei, da habe ich ein Video von Eshadel zum Thema Labels und wieso die wichtig sein können oder auch fallen gelassen werden können, das sehr, sehr spannend ist und sonst verlinke ich euch vielleicht einfach noch ein paar Ressourcen in der Infobox und ich freue mich, wenn wir uns einfach bald wiedersehen. Bis dann.